Trinkgeld in der Gastronomie, heute zu Gast bei VK. Schön, dass du heute mit dabei bist. Danke. Magst du dich mal kurz vorstellen, was macht ihr hier? Ich bin Facher und ich betreibe das Restaurant Tor 1 mit Hintergrund, mit wichtigen Punkten zu sagen zum Glück, weil wir im Park sind und in der Grund sind und wir haben schöne Location für die Events, Hochzeiten, Geburtstage und bieten wir schöne Frühstück, wunderbare Lunch und einfach ein ruhiges Abendessen auch. Wir haben heute das Thema Trinkgeld. Würdest du sagen, ist man als Gastronom oder als Team, als Mannschaft auf Trinkgeld angewiesen? Nein, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt und das spielt eine sehr große Rolle für das gesamte Team. Dem Team ist, ich achte darauf, dass die alle gut und nicht fair, sondern gut bezahlt werden. Nicht das, was der Gesetzgeber sagt, sondern davon viel besser bezahlt werden. Das tue ich auch und achte ich auch drauf. Welche Rolle spielt Trinkgeld bei euch im Team? Damit die sich selber wohlfühlen, weil das ist eine Art der Geld macht uns alle glücklich auch, wenn man Beispiel 2 Euro mehr bekommt auf Gehalt drauf oder als Trinkgeld. Natürlich, das macht uns alle sehr glücklich. Und wenn wir gutes Trinkgeld bekommen, das heißt von Service bis zu die Küche, alles wird verteilt, bis zu die Putzleute auch dazu. Und deswegen ist es gut und wichtig auch. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie man das Trinkgeld aufteilt. Ja. Wie handhabt ihr das? Erstmal, wie wir einfach verteilen. Es ist so, dass von dem gesamten Umsatz, was der Kellner macht, davon zwischen 2 bis 3% für die Bar und die Küche verteilt. Das heißt, die Hälfte geht, 1,5% geht zu die Bar, 1,5% zu die Küche auch dazu. Dass die auch wohlfühlen, was die gemacht haben, das war alles richtig. Und der Prozentsatz ist immer vom Umsatz, oder? Genau, von dem Umsatz, von dem Bruttoumsatz. Okay, ja. Okay. Also wichtig ist einfach für dich, dass du das Trinkgeld die Kellner bekommen, aber auch im Back of the House, Küche, Tresen. Unbedingt. Ja. Weil es ist nicht nur der Service ist wichtig, sondern von Küche, sagen wir so von Putzleute bis Service, die alle Leute, die dazwischen sind, die alle sind sehr, sehr wichtig. Und die alle teilen einfach, weil wenn die Putzleute nicht sauber machen, funktioniert auch nicht. Also kriegt auch die Putzfrau bei euch Genau. Trinkgeld? Perfekt. Ja, müssen die auch. Sehr schön, das klingt gut, das klingt auch sehr fair. Ja. Bist du der Meinung, dass der Gast in der Regel Trinkgeld geben sollte? Ich denke so, ja, weil es ist so, dass ich sehe, dass es ist so, dass wenn der Gast reinkommt, er bekommt einfach gepflegte Personal, bekommt er auch. Er bekommt schönen Tisch und auch gepflegte Tisch und saubere Tisch, saubere Getränke, schönes Essen und natürlich, er bezahlt für die Sachen, was er bekommen hast, aber da ist auch viel mehr drauf, weil er unterhält mit den Mitarbeitern auch dazu. Die Mitarbeiter auch unterhalten gerne mit den Gästen, die unterhalten wollten. Das heißt, es ist eine Nehmen- und Geben-Option. Ich finde, das ist gut so und darauf sollte man auch so sagen, dass die Mitarbeiter oder das Team auch die Trinkgeld bekommen soll. Ihr habt einen mega Job gemacht, Essen war lecker, Drinks haben super geschmeckt. Gast gibt kein Trinkgeld. Wie reagiert ihr? Alles gut. So sind die Menschen mal. Vielleicht hat der Gast heute eine schlechte Laune gehabt. Vielleicht er war zufrieden, aber er hat wenig Geld. Aber es ist okay. Muss nicht immer was Gutes haben. Mal passiert auch im Leben Schlechtes. Daher ist kein Problem. Würdest du sagen, Trinkgeld ist ein Indikator, wie gut der Service, das Essen, die Qualität war? Ich denke so eher andersrum. Der Trinkgeld als Indikator ist, dass wie gut die Mannschaft ist, wie gut das Team ist. Von Küche, sagen wir so, von den Putzleuten bis Service. Wenn die alles gut sind, dann ist alles gut. Was für Möglichkeiten habt ihr für euch im Team als Service, dass ihr das Trinkgeld erhöht? Wir fokussieren nicht darauf, dass unser Trinkgeld mehr werden muss, sondern ich denke so, das ist ein gesamtes Paket. Wenn der Gast reinkommt, wie ich immer sagte, das heißt, der soll begrüßt werden, der soll einen sauberen Platz bekommen, der soll einfach gutes Getränke und leckere Getränke bis zum leckeres Essen bekommen, der soll saubere Toilette auch bekommen. Und wenn das die gesamte Bild einfach passt, das kann nicht sein, dass der Gast sagt, nein, ich möchte kein Trinkgeld geben. Sogar der Gast ist glücklicher, wenn der glücklicher ist, der gibt automatisch mehr. Und der soll auch mehr geben.
wenn der glücklich Und er ist. soll auch wiederkommen. Natürlich. Ja. Letzte Frage, welche Tipps hast du für deine Gastro-Kollegen da draußen zu dem Thema Trinkgeld? Ich finde einfach, Trinkgeld ist ein Thema, wo man wie ich vorher gesagt habe, Gast kommt rein, der soll begrüßt werden. Und bis der weggeht, das heißt, er soll alle Sachen gut bekommen. Das heißt, seine Tische muss, oder nicht sein, sondern der Tisch für den Gast muss sauber sein. Gläser soll da sauber sein, Essen muss auch schmecken. Und wenn der rausgeht, der soll auch wieder begrüßt werden, nicht begrüßt, sondern Tschüss oder Auf Wiedersehen gesagt werden, dass er auch wohlfühlt. Aber ein Trinkgeld ist wichtig, in dem Sinne nur so, dass man gutes Service gibt. Und von Punkt 1, von begrüßt zu werden, bis der rausgeht, der soll Gefühl kriegen, der war hier ganz gerne willkommen gehabt und er geht nach Hause und mit einer guten Laune. Aber nicht auf die Geld achten. Gast ist König. Genau. Gastkönig würde ich vielleicht der Worte nicht nutzen, aber ich würde sagen, handelt ihr die Gäste genau, wie man zu Hause tut. Das heißt, wenn das Glas leer ist, versucht man zu Hause auch extra Wasser zu gießen, dass der Gast auch sagt, gut, ich habe Wohlgefühl bei meinen Freunden und dann komme ich nächstes Mal wieder, meine Freunde zu besuchen. Wir sind nicht die Freunde, aber man soll so pflegen. Sehr, sehr schön. Ja. Toller Abschluss. Vielen Dank für deine Danke. Zeit, VK. Danke auch für euch das tolle auch. Thema. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bis bald. Abonniert unseren Kanal.